Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht's weiter mit Bäumen. Was ihr vielleicht nicht wisst, in der Informatik sind Bäume falsch rum. Also die Wurzel ist ganz oben und der Rest ist unten. Ja, die Blätter sind ganz unten, also da, wo eigentlich die Erde wäre. Aber hey, das ist ja, naja, sagen wir mal, wir sind speziell. Ein kleines spezielles Völkchen. Gut, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet für euch. Und zwar die sogenannte Baumklasse, also Tree. Englisch, ich glaube, das passt. Und Node sind quasi die Knoten, also da, wo wir in Richtung Ast gehen oder da, wo sich zwei Äste halt gabeln, beziehungsweise wo wir dann am Schluss Blätter hängen haben. Blätter gibt es aktuell keine. Ähm, ja, Blätter wären halt von mir aus einfach diese Werte. Okay. Nee, Blätter sind nicht die Werte. Das ist der Wert, der in der Node drin steht. Gut. Also fangen wir mal an. Das wird ein Baum, der Folgendes macht. Ja, ganz oben steht halt irgendein Wert und ja, links davon, also alles, was links runter geht, also in diesem, also die Wurzel hier ist natürlich auch ein Knoten und alle Knoten, die links dran hängen, die sehen, ja, die sind kleiner, oder? Sind sie kleiner oder sind sie größer? Ne, sie sind kleiner. Ähm, Und alles, was rechts dran hängt, ist größer als der Wert. Also ich zeige euch gerade mal ein Diagramm. Und zwar sieht man das hier ganz schön. So sieht ein ziemlich kleiner Baum aus. Ja, ein ziemlich kleiner Binärbaum, um genau zu sein. Wir machen hier nur Binärbäume. Theoretisch könnten wir hier natürlich noch unendlich viele weitere ähm, Dinger reinmachen, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen wirklich nur zwei Kinder haben. Also die Dinger hier nennt man auch Kinder. Das hier ist quasi das Parent, aber das braucht ihr alles eigentlich nicht so unbedingt zu wissen. Und links dran hängt dann halt immer der kleinere Wert, rechts dran hängt immer der größere Wert. Wenn ich jetzt hier links was anhängen müsste, dann würde ich wieder sagen, okay, es muss kleiner als 2 sein und hier, okay, es muss größer als 2 sein, aber da wir schon hier reingegangen sind, muss logischerweise der Wert hier auch kleiner als 5 sein, sonst wären wir gar nicht in diesem Baumbereich, sonst wären wir hier drin. Wenn wir jetzt wieder bei gleich 5 sind, dann wird es halt mal wieder eine Frage der Implementierung. Machen wir ein größer gleich oder machen wir ein kleiner gleich? Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier was anhängen möchte, zum Beispiel kann ich dann sagen, ich möchte eine 4 haben. So, und genau das möchte ich mit euch jetzt machen. Dieser Baum ist keineswegs balanciert, das heißt, er kann ziemlich einseitig werden, wenn wir als erstes die Wurzel einfügen, die dann zum Beispiel 128 groß ist und dann machen wir nur noch so kleine Zahlen wie 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, dann wird das Ding ziemlich einseitig. Das heißt, wir gewinnen nicht unbedingt das, was wir an Laufzeit gewinnen wollen. Also benutzt werden diese Bäume oftmals zum Sortieren. Ja, das ist die einzige effiziente Art, um wirklich zu sortieren, indem man so einen kleinen Baum aufbaut und dann einfach wieder die Werte zurückgibt. Und gibt noch ein paar, oder was heißt ein paar, gibt noch einen Haufen anderer Anwendungen. Aber ja, gut, fangen wir einfach mal an. Wir wollen uns einen Baum erstellen. Okay, zum Erstellen brauchen wir als erstes mal einen Konstruktor. In dem machen wir einfach nichts, außer dass wir folgendes tun. Wir sagen Wurzel habe ich gesagt. Ah, ich habe es Root genannt. Ich bin im Englischen, okay. Root gleich Null. So, was null ist einfach, ja, hat hier keinen Wert, hat keine Kinder. Das heißt, es ist einfach halt ein Nichts da. Okay, dann wollen wir natürlich einfügen können. Und mehr möchte ich euch in diesem Video wahrscheinlich auch nicht zeigen. Ich nehme nicht an, dass mir die Zeit dafür reicht. Gut, dann machen wir ein Public Void draus. Ähm, Nennen wir es Insert, weil wir so schön Inserts. Ha, Z. Ich bin ja so modern. Ja, hier kommt ein Integer-Wert rein, weil wir Integer-Werte speichern wollen. I. Oder nennen wir ihn. Jetzt habe ich drüben tatsächlich Wert geschrieben, oder? Ha ja, ich habe hier tatsächlich Wert und links und rechts geschrieben. Okay, ihr müsst mit meinem Englisch klarkommen. Tut mir furchtbar leid. Das ist eigentlich echt schlecht. Vor allem auch schlechter Stil. Das sollte man sich nicht angewöhnen. So, und jetzt wollen wir sagen, okay, wenn die Wurzel null ist. Also das ist quasi unsere Einsteigemethode zum Inserten. Wenn die Wurzel, upsala, null ist, dann Root null ist. Dann wollen wir natürlich die Wurzel ersetzen durch einfach einen neuen, ich sag dazu jetzt nichts mehr, durch einen neuen Node, der wir unseren Wert mitgeben. Das war der einfache Fall, der Basisfall.
Jetzt wird schon ein bisschen komplizierter. Sagen wir else. Okay, was wollen wir machen, wenn unsere Wurzel nicht null ist? Das heißt, wir haben schon einen Baum. Naja, gut, dann brauchen wir halt eine neue Methode. Insert. Und hier brauchen wir, also nicht verwundern, warum die jetzt tatsächlich hier ähm, gleich heißt. Wir nehmen einfach andere Parameter. Und zwar nehmen wir root und wir nehmen unseren Wert. So. Und diese Methode gibt es natürlich noch nicht. Das heißt, wir wollen sie, nein, wir wollen sie nicht changen, wir wollen sie erstellen. Dankeschön. So. Ich mache das jetzt immer ganz gern automatisch mit, ja okay, nennen wir sie root 2. Ne, nennen wir sie parent. So, dass wir auch gleich die Sachen benutzen, die ich euch erzählt habe. Ja, und jetzt wollen wir quasi beim Parent gucken, okay? Muss ich es links oder muss ich es rechts einfügen? Also, erste Unterscheidung, sagt mir das Parent der Wert davon. Ich habe sogar groß geschrieben, jetzt hört es aber tatsächlich mal auf. Also nein, also einfach nur nein. So, wenn der Wert von dem Elternknoten, also dem, wo oben drüber steht, ich zeige euch gerade nochmal das hier, wir sind jetzt gerade hier, wir wollen jetzt was einfügen und prüfen gerade hier die Root. Das ist der Parent-Knoten, jetzt wollen wir wissen, ist dieser Wert, den wir einfügen wollen, also den, wo wir zum Beispiel jetzt hierher packen, ist der größer als 5 oder ist er kleiner als 5? Und das machen wir, indem wir Parent.Wert größer Value abfragen. Ist er größer als der Value? Dann sagen wir, okay, wir müssen es wohin hängen? Naja, wenn der Parent-Wert größer ist, das heißt, wir müssen es links anhängen. Also ist unser Value logischerweise kleiner. Gut. Ja, und dann wollen wir noch wissen, ist die, hängt links schon was dran oder ist links null? Parent.links, wenn das null ist, da wollen wir es ja hinpacken. Okay, dann sagen wir ganz einfach, parent.links ist gleich new node mit unserem Wert, den wir hier haben. Okay, so viel, soweit so gut. Und jetzt wollen wir aber natürlich auch noch den Fall abdecken, was ist, wenn wir hier schon was hängen haben, was wir hier in unserem Baum haben. Okay, das heißt, wir haben hier einen Knoten mit 2 drin hängen. Gut, das heißt, wir haben hier einen else-Fall, für den Fall, dass wir hier schon was hängen haben. Dann sagen wir einfach, okay, dann rufen wir das Ganze wieder rekursiv auf. Also insert und hier machen wir halt dann nicht parent rein, sondern sonst wäre es ja eine Endlosschleife parent.links. Und natürlich den Wert, den wir einfügen wollen, ist immer noch derselbe. Okay, das heißt, wir sagen, okay, wir gehen einen Schritt tiefer. Das ist jetzt unser neues Parent, an das wir einfügen wollen und schauen, hier ist unser Wert, den wir einfügen wollen, kleiner oder größer. Wir sind hier aber noch nicht ganz fertig. Was ist denn, wenn unser Wert größer als der Value ist? Nun gut, da gibt es ja nur noch, also hier könnte man jetzt die Unterscheidung machen, kleiner gleich oder kleiner, je nachdem, wie man es gerne hätte. Und ist der Wert von Parent, also hier unten in unserem else-File ist logischerweise der Wert von Parent größer gleich dem Value, kleiner gleich echt kleiner dem Value, das heißt, wir wollen das Ganze rechts anfügen. Wenn der Parent Value kleiner ist, dann bedeutet das, wir haben einen größeren Wert. Das heißt, wir müssen rechts reingehen. Hängt rechts schon was? Nein. Okay, dann erzeugen wir einfach eine neue Node und hängen die rechts dran. Das sind diese berühmten Copy-Paste-Fehler übrigens, so entstehen die. Und wenn wir rechts schon was hängen haben, dann sagen wir einfach, okay, rechts ist unser neuer Parent und wir gehen wieder in diese Methode rein und prüfen, ob wir da irgendwo was anhängen können. So. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Magie, die hinter diesem Baum steckt. Ja, so baut man quasi diesen Baum auf. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt ein etwas kürzeres Video. Zu Bäumen werde ich wahrscheinlich noch einiges machen. Es sei denn, ihr wollt das nicht. Dann guckt ihr einfach das Video nicht an. Oder vielleicht habe ich auch keine Lust mehr zum das machen. Mal gucken. Bäume sind eigentlich cool, damit kann man einiges machen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Über Abos und Likes und Kommentare und so weiter freue ich mich natürlich. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.